Okay, I'll match it. We good? 20.000 ist halt krass. Let's go. So bare hands only, right? No pulling any mono wires or mantis blades out of your ass? Hatte ich jetzt nicht vor. So, jetzt müssen wir uns erstmal in Stimmung bringen. Und vor allem gönnen wir uns vorher noch eine neue Rüstung. So läuft man heute in Night City rum, also das ist richtig unauffällig. Gibt es eine neue Hose? Gibt es neue Schuhe, die wir uns anziehen könnten? Jo. Right. I asked because the last guy I fought tried to surprise me with long spurs. Anyway, you ready to start? Immer. Aber fast. Fast. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir wollen noch unsere... das ist das Falsche. Wir wollen hier noch unsere Pille einnehmen. Wunderbar. Ich glaube, RAM brauchen wir nicht unbedingt, aber ich muss jetzt trotzdem einfach mal. So, und den verprügeln wir jetzt. Yep. Ready to rumble. Careful now. I don't fuck around. Boah, der ist tatsächlich nicht so schlecht. Und wir machen dem halt kaum Schaden. Wir sind ja schon relativ gut gebufft bis jetzt. Sind leider etwas müde. Ey, der macht halt echt Schaden. Jetzt können wir die alte Strategie einfach im Kreis rennen, bis das Leben wieder einigermaßen voll ist. Weil sonst sind wir mit dem nächsten Schlag einfach K.O. Der ist aber echt einfach umzuhauen irgendwie. Im Gegensatz zu dem anderen. Ja, das war jetzt nicht so gut. Wow, wo kommt das denn her? Wo kam das denn jetzt gerade her? Ja, Cesar, Diego, Ruiz, warte bitte einfach mal. Ich muss mich kurz hochhealen. Das war knapp. Ich weiß, ich bin ultra schlecht im Nahkampf in diesem Spiel. Generell ist das Movement nicht so mit mir. Aber das ist es hier nie. Wow, 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 wow. Ja, der Inhalator ist gerade nicht so. Aber zum Glück ist die Arena groß genug. Also ich muss ehrlich sagen, wenn sie nicht gewollt hätten, dass das hier möglich ist, dann hätten sie die Arena anders gebaut. Also ehrlich. Oder sie hätten die KI so clever gebaut, dass sie wirklich versucht, mir entgegenzurennen, wenn ich sowas mache. Also es gibt zig Möglichkeiten, die einfach umzusetzen sind eigentlich. Aber naja. Ist ja alles ein bisschen cheesy hier. Ich verprügel euch nicht. Ihr seid doch hier, um zuzuschauen, dachte ich. Oh, Freundchen, so nicht. Cyber Ready Reflex Tuner. Okay. Was soll das jetzt heißen? Was bringt uns der Reflex Tuner? Das muss ich gleich mal nachschauen. So nicht, Freundchen. Wenn ich ihm zu viel Schaden mache, stirbt er, ne? Ich glaube, ich muss ihn nicht bis auf 0% runterbringen, ne? So nicht, Freundchen. Ich habe gemerkt, Blocken bringt gegen die Leute hier auch gar nichts im Boxen, also... Müssen tatsächlich auf 0% runterboxen? Okay. Ja, dann steh auf, Champion. I'm sorry, shit. Not another word, you pendejo. Hand over the stupid keys and let's go home.
Tja, das war wohl nichts mit der Karre. Here, spoiler for me. Will ich das Auto wirklich, ist die Frage. Also ich würde da schon sagen, er sollte lieber das Geld nehmen. Ja, komm, dann holen wir uns das Auto. Thanks. But the Eddies, I bet, they're yours. You... I mean, really? Warum? Not my type of joke. Listen, shit. I don't know how to thank you. Ich bin einfach zu nett. Ich hab's quasi gekauft, dafür muss ich nur verprügeln. Just don't lose what you still got left. Don't intend to. Oof. Sehr philosophisch. Got one there, huh? Ja, das war so die Ehre der Straße, ne? Pendejos have all the luck. Hey, die Karre ist echt nice. Any ideas for a name? Wie soll man das Ding steuern? Something with a V? Where does you realize Cesar's face, but lets him keep the money? Nice gesture. He's a decent hombre, and that's a rare species in this town. Streets are wrapping you up. Jo, da hast du durchaus recht. Dann machen wir doch kurz das da. Dazu muss man hier mal hoch. Oh, was ist das denn? Ich frage mich eigentlich, wie er das Auto dahin bekommen hat. Aber das Auto sieht schon ziemlich cool aus. Gefällt mir richtig gut. Sogar vergoldet. Zumindest denke ich mal, dass es vergoldet ist. Somos la muerte. Wunderbar, wir sind der Tod. Also eine richtige Gangkarre. Wow, Freundchen, nicht? Fühlt sich auch nur an wie ein LKW. Aber das passt schon. Was ich jetzt noch nicht ausprobiert habe, in eine Polizei reinzufahren, wie jetzt gerade die Möglichkeit gewesen wäre. Einfach in die Polizei hinten reinfahren, mal schauen, ob die so aggressiv werden wie bei GTA, wo dann spontan die gesamte Army vorbeischaut. So, dann packen wir das Auto doch einmal ein. Ja, ich parke immer so. Open. Chubby Buffaloes. Barbecue. Ja, wunderbar. Dann gönnen wir uns doch mal Barbecue. Someone here to see you, looks like. Wonder what about? You River Ward? In the flesh. V, right? My partner, Detective Hahn. Okay. Thanks for agreeing to meet. You really intend to work with a merc? Don't know what I intend just yet. For now, gonna see if I hear anything new about Ryan's death. You back on that? Boss already told you to drop it. Make him say it again. You know he hates to say things twice. And if you couldn't give a rat's fat ass about any of that, heed my advice. As your friend, just let the case go. See me do anything? Just sitting here, sipping coffee, listening to gossip. Fine. Do what you want. I'm not about to be part of this. Gotta go get my little girl anyway. And you two at least find a quieter corner. Wouldn't want to be overheard. Okay. Talk. I see Detective Hahn's not a fan of edge runners. Don't take it personally. Detective Hahn's not a fan of anybody, except his daughter. You wanted to talk? Before the attack, you wanted to talk to Ryan's hustle. Get some info to them. What was it? Let me ask you a question first. Why do you got your nose in this? Who hired you? Sorry. Never give up the names of my clients. Well then, I'm sure you've got plenty of other leads besides me. I mean, I sure hope so, because I'm not telling you a thing. And I'm not being mean or nosy, nor is it personal.
Just covering my own ass. My own safety's at stake too. So, before I open my mouth, I need to know whose ears are listening. Ich finde es übrigens gut, dass ich nicht einfach sagen kann, hey, ich gehe dann halt einfach wieder. Aber okay. Gut, dann sagen wir mal einfach die Wahrheit. Liz Perales hired me, and her husband, Jefferson. The presumed future mayor. Guess I could have seen that coming. Know what? Han was right. Acoustics are a little too good in here. Got my car outside. Okay, sure. Was auch immer die hier alle machen. Jetzt warum auch immer noch sie Angst haben, also das verstehe ich nicht. Jetzt ist mein Auto schon wieder... Ich verstehe dieses Spiel nicht, warum ist jetzt das Auto auf einmal wieder weg? Was hat das gegen Autos? Some of the boys from the precinct saw Horvath around Arroyo, shooting up dumpsters, hollering how he's got to meet with the mayor. Brought him in. Brought who in? Peter Horvath, cyber psycho who attacked the mayor later. He took him downtown, but then he got lost before they could get his statement. So you saw him as a potential threat, decided to warn the mayor. Just like that. 'Cause you got a good heart. Make it sound like that's something to be ashamed of. Shamed? Nah. Just not something you see every day. Said he got lost. How's that happen? What's it mean? It means someone didn't want him counting roaches in a cell that day. Before you ask me, no. I got no idea who. My turn. Why's Perales looking at this now? Why does he want it done unofficial, on the hush-hush? As I see it, Perales is out to smear Holt. So he thinks Holt's involved? No, but even if he's not, the murdered mayor isn't great optics for his deputy. Perales could just be scared. Doesn't want the job of a guy who just got carried out feet first. Who would? Red Queen's race. Heard anything about it? Know what it is? Maybe I have. Maybe I do. It got anything to do with Ryan? The guy was headed there the day he died. Fine. We're gonna see my CI. All I've heard is some fancy-ass club. No idea where to even look for it. CI might know. Then we'll go talk to the woman Horvath worked for. Or actually, we could see her first. Up to you. The only threat to your leisurely stroll now Sorry, is just a we? bad case of Can't West shake this Side. case. Something's up. Just look how quickly it was closed. This way, you can get your job done, while I find evidence that gets my chief to reopen the case. Win-win. So, where to first? Ich denke, wir sollten zuerst mal... Ja, seine CI anschauen. Let's go see your informer. Club's a better lead. Anschauen, sorry. Fine with me. Treffen. Ich war jetzt gerade nicht so ganz sicher, was mit CI gemeint war. Ja, ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht vorspulen, weil ich so im Regen durch Night City fahren ziemlich cool und entspannt finde. Ja, also offensichtlich wird wahrscheinlich schon der Deputy was damit zu tun haben. Wenn der Polizist das auch schon vermutet hier. Und das so schnell, also der Case so schnell geschlossen wurde oder ja, quasi ihm weggezogen wurde. Da stimmt hin und vorne was nicht, weil der Übergangsbürgermeister in dem Fall, der zufälligerweise auch zur Wahl antritt und der zufälligerweise einer der aus meiner Sicht Hauptverdächtigen ist, der hat, glaube ich, die Befugnisse, sowas zu unterbinden. Deshalb gehe ich mal stark davon aus, dass er da irgendwie ordentlich Dreck am Stecken hat. Aber es muss schon echt cool sein, da draußen, ja, beziehungsweise in so einer Stadt bei Regen rumzufahren. Zu laufen glaube ich nicht, auch so aus dem Regenschirm.
Das sieht halt schon sehr, sehr cool aus. So, wie lange brauchen wir denn noch? Ja, offensichtlich sind wir da. Talk to River. My guy works here. You go talk to him. I'll wait outside. Tell him Igor says hi. He'll know what it's about. He's your CI. He doesn't know me. Well, last we met, it didn't go so well. For him. People he ratted out got wind of it. I think you got a better chance of getting him to talk without me. At least voluntarily. Was ist bitte schon das für eine Bewegung hier? Wie sitze ich denn hier drauf, bitte? Wenn ich mich so bewege. Also wenn ihr euch wirklich so bewegen könnt, während ihr mit dem Oberkörper nach vorne gerichtet seid, dann geht ganz dringend zum Arzt. Da stimmt was nicht. Who is this guy? Proud proprietor. He's got all sorts of clients, and he's nosy as hell. So he knows all about everyone. Plus, he's a coward. Perfect combo. All right, wait here then. Ja, ich bin gleich wieder da. Hau bitte nicht ab. Das wäre echt cool. Danke. Ja, hallöchen. Ich suche jemanden. You looking for general inspiration or something specific? Because I can help with both. Looking for a club. Red Queen's Race? If I was you, I'd try somewhere a little more welcoming. Lizzie's over in Kabuki is a good start. Or Cloud's in Japantown. Want an address. Look, club's invitation only, right? You don't know the address, means you're not welcome. Igor says hi. Fuck, no. Said I was done. I was out. Ja, super. Leave me the fuck alone. All of you. Ach ja. Hey, Neil. Piss off. Schlechte Idee, dich mit so jemandem anzulegen. Also. Just got one question to ask you. Nothing to see here, sir. Come on, ghost, I said. Leave me alone, got it? Can't make me do a damn thing. Rest assured, nobody will find out you talked to us. And this will truly be the last time Detective Ward will visit you. Isn't that right, Detective? Right. I swear it on the spirits of my ancestors. All we want is the courts for Red Queen's Race. All right, but this is the last time, for real. It's outside city limits, near the river, Benita Street area. You been there? Made some deliveries, goods, sometimes peeps. We got no idea why you want to go poking around there. Club's empty. They shut it all down. Shut it down. Before or after Mayor Rhine died? Soon after, I guess. Thanks, Neil. Ja, schön. My shit luck! War jetzt nicht so schwer. Well, that's what I call a breakthrough. This seems promising, but I'd still hit that market. Market? Orvoth's employer, one I mentioned before. I just wouldn't let that lead drop. Okay, let's go see this market of yours. We gonna take my car? Sure, thanks. Sieht halt echt cool aus. Also Stimmung kriegen sie schon hin, wenn es nicht gerade irgendwie verbuggt ist, aber das ist halt schon echt nice hier. Also ich kann es eigentlich immer nur noch sagen, wahrscheinlich nerv ich schon den einen oder anderen, aber es sieht halt einfach unglaublich gut aus. Aber mich stört das halt einfach wirklich, dass sie es nicht auf die Kette kriegen, das Spiel wirklich annähernd so bugfrei. Software kann nie bugfrei sein, das geht einfach nicht. Aber dass sie es nicht so clean kriegen wie Witcher 3, das verstehe ich nicht. Witcher 3 hat auch seine massiven Probleme, aber nicht so auffällig, nicht so Atmosphäre-breaking wie jetzt hier.
Also wie das jetzt hier zum Beispiel. Wir bleiben jetzt nicht stehen, weil die Ampel gerade grün wurde. Hier wird halt einfach immer grün, wenn wir drüber fahren, ne? Weil wie das eben einfach. Es war grün, wir sind mit was weiß ich für eine Geschwindigkeit gefahren und auf einmal rote Ampel, wir sind stehen geblieben. Ja, das ist glaube ich geskriptet, ne? Ja, das ist geskriptet, wenn wir kommen, werden die Ampeln alle grün. Ja. Ja, also das ist halt schon so ein Atmosphäre-Killer und dann das Auto, das ist so komisch spawnt immer. Wie das letzte Mal auch, also hatte ich mir ziemlich drüber aufgeregt. Zu Recht. Möchte ich gerade nochmal anmerken. Zu Recht. A good 90% of any detective's job is talking. But you know that already. Must say, you're kinda a natural. The other 10%, what's it consist of? Writing reports. Spannend. So, who are we supposed to talk to? Cyberpsycho's boss, you said? Christine Markov, 42. File has her as Horvath's sole employer. Sole contact, too, actually. Come on, V. Wakako Okada. Hello V, I have an Arch Nazari that is looking for a new owner. Practically new, it once belonged to a corpo who wanted to impress his minions, except he did not have the first clue about handling it. He braked a little too hard and launched himself into the air. Skulls smacked the pavement so forcefully that not even TT Platinum could save him. Thank God for idiots. So, are you ready to buy? Das sieht tatsächlich sehr schniek und schmackhaft aus. Vielleicht gönne ich mir das hier mal. Kann ja nur besser fahren als unser aktuelles Motorrad. Wow. Hier waren wir aber schon mal, ne? J. Blossom Market. Market. Wo sind wir gerade? Ach, quasi bei Judy um die Ecke. Ja, das sieht halt schon ziemlich krass aus, diese Statue. Was ist das jetzt hier? No idea who we're looking for. Gonna have to ask around. I'll start from the left and take the right. Ask vendors about Christine Markov. Christine Markov, know her? Has a stall here. Don't know any Christine. This isn't BD Heads Anonymous. Okay. Mit dir kann ich nicht reden, mit dir vielleicht? You Christine Markov? No, but I know who she is. Stand with the tech over on the other side. Danke. Christine Markov. Me? No. She's over there. Stall with the tech. Thanks. Know which one. Let's go. Ja, ich weiß es auch schon. Ich weiß viel länger als du. You Christine Markov? We have some questions. Was? You badges? Looking for data on Peter Horvath. Worked here, apparently. Yeah, he did. Then he stopped working, started making fucking speeches all the time. Horvath make good scratch here. Could have bought this whole market with the chrome he was packing. Oh yeah, made scads on scads here. Motherfucking millionaire, like we all are. So where'd he get the eddies? Know anything? Look, if I knew, I wouldn't be here selling scop to tower trash. I'd get myself an AV, fly my fucking slim ass out of here. Peter showed up one day with all that. Extra worked up, too. Whacked enough that I asked him where he got it. He said somebody finally seen what he was worth. And then he launched right into one of his tirades. When the weird behavior actually start? When you're talking about Peter, weird doesn't mean what it means for everybody else. Horvath never was completely normal. For the post-jail Horvath versus the pre-jail Horvath, gonks both, but completely different gonks. These, speeches, what did he have to say? Ryan, a corpse got him by the balls and cock, but he still managed to fuck me. His motto. Why'd he have it in for the mayor? Ha! Looking for reason in that whack job? Probably thought Ryan was talking to him through the TV, promising all sorts of shit, and ceasing to give a fuck. Look, I told you what I think. In Horvath's world, everybody was out to get him. Lucius Ryan was out to fuck him.
Then get him. Had no other connection, those two. Think hard. Easy money? That's what Horvath was after. Didn't do time for nothing. Worked for normals, not so normals. Maybe he and Ryan had some mutual friends. Would that be all, detectives? You're spooking my clientele. Okay, interessant. Somebody's finally seen what he was worth. Horvath had sponsors. Ach. Echt? Der hatte Sponsoren, das hätte ich jetzt gar nicht zusammenfassen können, oder ableiten können von der Aussage, also. Didn't know a lot, might have expected as much. Go. We might have guessed as much. Might seem like we didn't get a lot out of that. But sometimes intel makes sense once you got some context. Say, for instance, somebody says they got a headache. Minor detail. Means nothing, right? Usually, sure. But then the guy waltzes straight into oncoming traffic. A neighbor remembers someone had worked on the air conditioner in the guy's unit. Guy whose head always hurt. Accident? Coincidence? Or maybe air-dispersed poison. A deliberate hit. You actually caught a case like that? No. Made it up. Still proves my point. Oh, great. Let me handle this, V. Step aside, Lug. Your boyfriend got sent out for years. Doubt you want the same. Hey, gentlemen, chill, please. Jump, clown! Jump! And wash your fucking wheels. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt einfach mal gesprungen. Ich dachte, vielleicht überzeugt es sie. Es hat sie offensichtlich überzeugt. Oder war das einfach so Zufall? Walking the streets with you? Downright unsafe. Got a beef with all gangs or just the Tigers? I'm a cop. What do you think? Good thing nobody got killed. A little less paperwork. Okay. Red Queen's race now. Gonna ride with me? Ja, natürlich. Sure, I'll ride with you. Wenn wir schon da sind, ne? So, und jetzt mal schauen, wie schnell er hier ins Auto steigt. Ah, okay, ganz normal. Er wird also nicht reingeportet oder so. Wo ist Bonita City? Ah, okay. Come on, V. Ja, aber jetzt will ich nicht mehr. Also nur ein leerer Kanal. Ein fast leerer Kanal. Come on. This is animal turf. I can see that. Lock up any of theirs recently? Not lately, no. But they're not big fans of pigs either. I can't go in without a warrant. But you? Uh-huh. All right. Be in touch. You find anything, tell me. Ja, okay. Ach, da vorne. Ich dachte, jetzt geht's hier rein, aber okay. Also so richtig toll. Wir werden hier nur hergefahren und dann sollen wir die Arbeit für ihn machen? Aber er muss den Bericht schreiben. Okay, er ist mit uns jetzt verbunden. Über Telefon. Fuck off! Nothing to see here. I'm a cop. Das würde ich jetzt nicht sagen. Just want to go inside. Don't want any bad blood with animals. Well, that's a fucking relief. 'Cause if you did, I'd have to fuck you up myself, and I ain't in the mood. So we can go in. You can delta the fuck off!
Freundlich. Was gibt es denn hier drüben? Das sieht irgendwie aus, als gäbe es hier einen Eingang. War hier nicht eben sogar noch was, das man einsammeln konnte? Ah, hier, ja. Found a side door. Animals are letting their guard down. Probably haven't checked it out in ages. Everything okay? Got spotted. That's the smell of you shitting your pants. And the fucking rain. Das war eigentlich nicht die Absicht. Überlegen wir sowieso nicht, ne? Irgendwie würde ich das gerne nochmal neu machen. Das habe ich jetzt nicht so ganz kapiert, wie er mich entdeckt hat. Egal. Da müssen wir jetzt durch. Komm. Wir ballern uns einfach durch. Ja, schön. So, ja, die hält aus. So, auch nicht. Wunderbar, man muss halt nur oft genug ins Gesicht schießen, dann geht das. Das ist zum Glück mit der Waffe nicht so schwer. Ja, easy. Auch nicht. Wow. Wow. Kann ich noch heilen? Nein, ich möchte mich heilen. Ah Gott, ey. Die Leute, ey. Granate. Was ist denn jetzt mit dem passiert? Die Kamera ist down, das ist sehr schön. Ja, wunderbar. Hey, bleib mal liegen, Freundchen. Jetzt streckt mir einfach seinen Fuß ins Gesicht, das geht ja gar nicht. Ja, dann erzähle ich lieber. Als ob man mich gerade ernsthaft aus den Augen verloren hatte. Ja gut, der ist jetzt etwas kopflos. Ja, diese Waffe ist schon so ein bisschen doof. Also selbst mit einer Waffe, die quasi selbst schießt, beziehungsweise selbst zielt, schieße ich daneben. Also das sagt schon sehr viel über meinen Skill aus, würde ich mal behaupten. Aber es kommt ja nicht nur aufs Schießen an in diesem Spiel. Also hauptsächlich schon, aber nicht ganz. Ja gut. Neil doesn't tend to lie. Too scared. So the club's around here somewhere. In the garage is my guess. Or under it. Ja, es ist sehr unauffällig, wie wir auch hier reingekommen sind. Es gab hier nur zig Möglichkeiten, hier reinzusneaken. Und wir haben nur einen davon entdeckt. Erst einmal und dann war es auch schon wieder vorbei mit der Sneakerei. Aber wir wären ja nicht wie, wenn wir uns dann nicht einfach durchballern würden. Ja gut, dann Training Log. Training Log, Monday. CrossFit, 1 hour, 200 push-ups, 2 kilometer run. Tuesday, intervals 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Wednesday, no time to get a real workout in, just 500 push-ups. Thursday, jobs shit, nobody knows why the fuck we're hanging around. Alpha sitting downstairs, we just wander around, nobody knows how long we're here for. Nothing to eat except some cheap ass scop supplements. Antonio says the shit'll make you grow boobs. I don't wanna grow titties. Fuck this weak ass shit. Also die hellsten waren sie ja nicht, ne? Dabei weiß jeder, dass von Salat der Bizeps schrumpft, also das ist allgemein bekannt, ne? So, dann hängen wir einfach mal wieder an wildfremde Geräte unseren USB-Port an und schauen mal, was wir uns heute runterladen können.
1C hätten wir hier. Danach müssten wir auf die 5. Das ist doof. Obwohl, das ist machbar. Wir haben oben 6 Felder, das heißt, das kriegen wir unten ganz knapp nicht hin. Weil die haben auch keine Schnittmenge hier. Die zwei und die hier. Also der und der. Die zwei hingegen haben und die zwei hingegen. Ich würde natürlich versuchen, den unten zu machen. Ah, da haben wir sogar noch einen. Okay. Easy. Easy, easy, easy. Gut, dann usen wir den mal so. Local Network, turn off. Remote Takeover. Ja, die ist etwas kaputt. Freut mich, dass ich da helfen konnte. So, dann haben wir oben quasi alles und gehen mal nach unten. Find a way into the club. Ja, wir wollen alle in den Club. Oh. Owner's-Menü vom Fort. Ja, das, ich weiß nicht, warum das immer wieder markiert wird als neu. Also ich interpretiere gelb als neu. Ich weiß irgendwie als gelesen oder grau. Aber es scheint irgendwie komplett andersrum zu sein. Ich weiß es nicht. Weil gelb ist irgendwie auffälliger als grau, aber... Gut. Wer bin ich schon, ne? Vielleicht bin ich auch irgendwie einigermaßen farbenblind oder mein Farbspektrum ist verschoben. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist deren Gelb irgendwie nicht so auffällig wie deren Grau. Man weiß es nicht. Find a way into the club. Kann ich hier vielleicht rein? Hier ist kein way into the club. Ah. Versuchen das diesmal aber etwas weniger auffällig. Wait for River to get into the elevator. Also, dass diese Animationen auch so ein bisschen abgehackt sind, wenn sie in eine Scripted-Sequenz reingehen, ist halt auch irgendwie so ein bisschen ätzend. Jetzt Fahrstuhlmusik ablaufen lassen, bitte. Was macht er denn da? Bereitet er sich mental vor, oder? Nice. Someone really wanted to cover up whatever it was that went down. What should we be looking for? Let's try to find something that looks like an office. Ey, was ist das? Ich wollte nur schauen, was das ist. Aber dieses Spiel ist ja irgendwie darauf ausgelegt, mich dauerhaft zu spotten, ey. Das ist ja wohl ein Witz. Oh, verflucht. Halt, stopp, uns machen die Dinge hier nichts aus, ne? Ah, ich dachte, das wäre eine Kamera, dabei war es nur ein Beamer. So, da haben wir mal aufgeräumt. Wir haben keine Muni mehr. Toll. Wunderbar, also könnte nicht besser laufen. Hast du noch Muni irgendwie? Muni, 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 ich suche Muni. Hier kommst du Muni. So. Einmal inhalieren, bitte. So. Schön. Sauber. Den legen wir einfach einmal. So, ich brauche noch mehr Muni. Ah, jetzt haben wir wieder was. Sehr schön.
Nee, machst du eben nicht, Freundchen. Machst du nicht. Du hast nicht lang genug Leben dazu. So einfach ist das. Ja, dann stöpseln wir uns doch einmal kurz hier ein. Das sieht wieder aus, als würde es uns Geld bringen. Mhm. Das ist schon so ein ziemlicher Hoax hier gerade, ne? Jetzt fangen wir einfach einmal mit 1C an, gehen dann auf die 7A. Jetzt hat er wieder 1C resettet, okay. Dann nehmen wir die 1C hier. Den neuen 7A gibt es jetzt hier nicht, wow. Ja, okay. Versuch's gleich nochmal. Das war echt... Also die wollen mich hier echt reinlegen, kann das sein? Also das... 7A1C 55 1C, ja gut. Easy. Ich bin ja sehr froh darüber, dass das immer so automatisch generiert ist, aber ich habe den Eindruck, dass manchmal wirklich so ja Muster rauskommen, die man nicht lösen kann. Also keins davon dann. Und das ist ein bisschen schade. Aber ich kann mich da auch sehr blöd angestellt haben, also das vermute ich sogar. Oder ich habe einfach was übersehen, das ist auch möglich. Das eine führt zum anderen, man kennt's ja. Bushdo and the Neo-Postmodernism. The Bushdo franchise is a litmus test of our time. The groundbreaking film series puts on full display the entire spectrum of American society, masterfully pointing out the greatest problems of the neo-modern era. Live Fast, Die Never was, in its own way, a generational manifesto in the affirmation of life. The use of vivid colors, shaky cinematography, ubiquitous blood effects, and pervasive brain splatter testifies to the extraordinary self-awareness of the director, who once revealed in an interview how he fucking loves it when hot chicks dissect the shit out of the bad guys. Perhaps no other concept more aptly describes the underlying societal ethos when Bushdo 3 was released. Especially worthy of note is the repetition and subsequent installments of the implant bomb motive, through the prism of which the protagonist reinterprets reality. One example of this convention's flawless implementation appears in the latest film in the series, Bushdo X: Fade to Black. The scene in which the powerful gorilla disembodies the arm of Jake, as played by the transcendent Tim Kelly, demonstrates in brilliant form the duality of the human condition. On the one hand, Jake loses his cybernetic arm, a symbol of both his tragic past and the ongoing techno-ontological conflict within his psyche. On the other hand, it is precisely due to this dismemberment that Gorilla is blown to bloody bits by a sensational explosion sequence, and a final disintegration of the antagonist's body into a blood spray of gore. How should this be interpreted? It is the metaphorical cry of deeply rooted despair, a manifestation of the personal transgression. This fragmentation of body could likewise be interpreted as a fragmentation of the individual mind, thus provoking the question, whose mind? Indeed, had everything the viewer seen of Jake's struggle been in fact a personified embodied fear, had he not been embroiled in epic battle with a vile monster, but rather only with himself? Could the entirety of Jake's narrative been only a manifestation of some cyber-psychotic dream state? Among all the depth and nuance that has defined this franchise since its inception, only one thing is truly certain. Bushdo has forever changed the world of cinema.